In diesem Video zeigen wir dir, wie du deine Zierleisten im Innenraum ohne Vorkenntnisse folieren kannst. Dafür benötigst du nur dein passendes Zierleistenset von HSS Skins und einen Föhn. Zudem sollte die Außentemperatur für die Folierung bei etwa 20 Grad Celsius liegen. Auf deinem ausgepackten Folienset solltest du je nach gewähltem Modell 2 bis 4 Beschriftungen erkennen können. Dadurch kannst du ähnliche Folienteile direkt zur passenden Zierleiste zuordnen. Wenn du ein Modell mit Logo gewählt hast, kannst du für mehr Kontrast sorgen, indem du es mit einer gewünschten Farbe hinterklebst. Verwende hierzu eines der rechteckigen Folienstücke, die in deinem Set enthalten sind. Klebe dafür einfach das rechteckige Folienstück mit der nicht klebenden Seite mittig auf das Logo der klebenden Seite des Folienzuschnittes. Außerdem gibt es noch ein paar Tipps für die Folienverarbeitung, über die du Bescheid wissen solltest. Erstens, wenn du die Folie entlang der Zierleiste anlegst, darfst du sie nicht in der Länge verziehen, denn dadurch geht die perfekte Passform verloren. Zweitens, entsteht beim Folieren eine große Falte, dann musst du die Folie an dieser Stelle nochmal lösen. Als nächstes musst du die Folie wieder so andrücken, dass anstatt einer großen Falte mehrere kleine Falten entstehen. Anschließend kannst du diese mit dem Föhn erhitzen und mit dem Finger herausstreichen. Bei kleinen Blasen kannst du allgemein immer so vorgehen, dass du diese zuerst mit dem Föhn erhitzt und dann mit dem Finger herausstreichst. Drittens, wenn du die Folie überall angelegt hast und sie liegt an einer Stelle noch nicht ganz passend an, dann musst du sie an dieser Stelle nochmal abziehen und mit dem Föhn erhitzen. Danach kannst du die Folie bewusst in der Länge verziehen, sodass sie sich passend anstreichen lässt. Viertens, wenn du mit dem Rakel die Folie in die Spalten schiebst, musst du aufpassen, dass du nicht mit dem Rakel abrutscht, denn dadurch könnte die Folie dauerhaft beschädigt werden. Bevor wir jetzt endlich mit dem Folieren beginnen, musst du noch jede Zierleiste gründlich reinigen. Denn nur auf völlig sauberen und entfetteten Oberflächen kann die Folie langfristig und blasenfrei angebracht werden. Auch die Spalten sollten nicht vernachlässigt werden. Hier kannst du das Rakel zur Hilfe nehmen. Lasse dir hierbei ein paar Minuten Zeit, sodass du auch keine Fläche vergisst, denn bereits kleine Verschmutzungen unter der Folie könnten zu Blasen führen. Nun kommen wir zu der Folierung. Wir beginnen mit der Zierleiste an der Tür. Diese Vorgehensweise kannst du bei allen Türen anwenden. Beim Anlegen der Folie musst du dich an der rot markierten Stelle orientieren. Du musst die Folie rechts und unten jeweils bündig an das schwarze Kunststoff anschieben. Als zweites musst du die Folie entlang der Zierleiste anlegen. Dabei muss die Folie unten immer bündig auf das schwarze Kunststoff treffen. Vor allem an der Stelle, an der die Folie sehr dünn wird, musst du darauf achten, dass du nicht zu stark an der Folie ziehst, denn sonst könnte sich die Gesamtlänge der Folie verändern und dadurch nicht mehr passen. Wenn du ganz links angekommen bist, musst du die Folie oben weiter bis zu der markierten Stelle anlegen. Logischerweise musst du dich dieses Mal oben am schwarzen Kunststoff orientieren.
Je nachdem, wie genau du die Folie am Anfang angelegt hast, könnten jetzt wie im Video Falten auftauchen. In diesem Fall kannst du entweder die Folie nochmal vorsichtig komplett abziehen und wieder neu anlegen, oder du ziehst die Folie nur für das entsprechende Stück wieder ab und verteilst die wenig große Falten auf mehrere kleine Falten. Anschließend kannst du die kleinen Falten andrücken und die überschüssige Luft darunter von innen nach außen herausstreichen. Hast du hierbei Probleme, solltest du die Folie zusätzlich mit dem Föhn erhitzen, denn dadurch lässt sie sich viel leichter verarbeiten. Danach musst du die Folie überall von unten nach oben an die Zierleiste anstreichen. Wenn hierbei kleine Falten oder Blasen entstehen, musst du sie wie auch zuvor von innen nach außen herausstreichen. Auch hier empfiehlt es sich, die Folie vorher mit dem Föhn zu erhitzen, sodass sich die Blasen leichter herausstreichen lassen. Außerdem kann die Folie nur so ihre maximale Enthaftung erreichen. Nun musst du die Folie überall mit dem Rakel in die Spalten schieben. Hier kannst du innen oder außen beginnen. Wichtig ist nur, dass du die Folie vorher jeweils immer mit dem Föhn erhitzt, denn nur so hält sie langfristig an Rundungen und Kanten. Außerdem solltest du hier aufpassen, dass du nicht mit dem Rakel über die Zierleiste abrutscht, denn dadurch könntest du die Folie dauerhaft beschädigen. Das gleiche musst du jetzt auch noch außen an den Spalten machen. Auch hier gilt, dass du die Folie vorher mit dem Föhn erhitzen solltest. Und schon ist die erste Zierleiste fertig foliert. Jetzt geht es weiter mit der Zierleiste am Handschuhfach. Hier muss die Folie wieder an der rot markierten Stelle angelegt werden. Dieses Mal musst du sie unten und links jeweils gegen das schwarze Kunststoff schieben, also so, dass sie jeweils bündig anliegt. Als nächstes musst du sie entlang der Zierleiste anlegen. Orientiere dich dabei wieder unten am schwarzen Kunststoff. Anschließend kannst du die Folie von unten nach oben an die Zierleiste anstreichen. Wenn hierbei Blasen entstehen, musst du diese wie immer mit dem Föhn erhitzen und dann mit dem Finger von innen nach außen herausstreichen. Als nächstes musst du mit dem Rakel die Folie in die Spalten schieben. Hierbei solltest du zusätzlich die Folie stückweise mit dem Föhn erhitzen, denn nur so kann sie langfristig an Rundungen halten. Außerdem lässt sie sich dadurch leichter verarbeiten. Damit wäre auch die Zierleiste am Handschuhfach fertig foliert. Nachdem du komplett fertig bist, solltest du bei jeder Zierleiste die Folie erhitzen, überall nochmal andrücken und nochmal mit dem Rakel in die Spalten fahren. Dadurch verhinderst du zum einen eine spätere Blasenbildung und zum anderen, dass sich die Folie von Rundungen oder manchen Spalten wieder löst. Sollten sich trotzdem kleine Folienteile aus den Spalten wieder lösen, dann hast du wahrscheinlich diese Stelle vergessen. Wenn das passiert,
musst du einfach das gelöste Folienstück wieder erhitzen und zurück in den Spalt schieben. Damit wären wir fertig. Viel Spaß mit einem neu gestalteten Innenraum. Weitere Produkte, mit denen du dein Auto optisch aufwerten oder vor Kratzern schützen kannst, findest du auf unserer Webseite.